euch allen einen herzlichen guten Morgen an diesem wunderschönen zweiten Sonntag im Juni. Hier bei uns in Tübingen regnet es und wir brauchen den Regen. Wir heißen euch alle aus aller Welt herzlich willkommen hier nach Tübingen in die Wohlstraße 26 in die International Christian Church. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid. Einige Leute, mehr Leute sind auch hier präsent erschienen. Und wir freuen uns, dass wir auch Gott loben und preisen können heute in diesem Gottesdienst. Wir wollen zu Beginn des Gottesdienstes miteinander beten und Gott um seinen Segen bitten. Lasst uns miteinander beten. Herr himmlischer Vater, wir danken dir für alle guten Gaben, die von dir kommen, vom Vater des Lichts. Und Herr, wir danken dir heute für den Regen, den wir so dringend brauchen. Wir danken dir, Herr, für die Frische. Wir danken dir, Herr, dass du auch die Erde das gibst, was sie braucht, Herr. Wir danken dir, dass du uns gibst, was wir brauchen. Wir danken dir für Gesundheit, Herr, dass wir uns hier frei versammeln dürfen noch. Und wir auch mit einigen Einschränkungen, Herr, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen durch Jesus Christus, deinen Sohn. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist, dass du vom Vater gekommen bist auf Erden, dass du ein Leben gelebt hast, so wie wir, ohne Sünde. Und Herr, wir danken dir, dass du auch unsere Sünden aufs Kreuz getragen hast, für unsere Sünden gestorben bist, dass du begraben worden bist und dass du vom Tode wirklich auferstanden bist, dass wir wirklich ein neues Leben haben dürfen mit dir und mit Gott im Glauben. Wir danken dir, Herr, dass du uns Hoffnung gibst durch deine Auferstehung, dass wir nach diesem Leben, nach dem Tod mit dir der Ewigkeit sein dürfen. Wir danken dir dafür, dass wir diese Hoffnung, und wir bitten dich, Herr, Heiliger Geist, komm mitten unter uns heute. Fülle uns, dass wir Mut haben, für Jesus zu zeugen in dieser Welt. Auch ungläubigen Menschen auch Rede und Antworten geben können für die Hoffnung, die wir in dir haben. Herr Jesus Christus, segne uns heute mit deiner Gegenwart. Stärke uns im Glauben. Wir bitten dich, Vater, in Jesu Namen. Amen. Wir wollen heute singen oder summen unter der Maske. Und ein Ehepaar, ein glückliches Ehepaar wird für uns auch musizieren heute und auch singen, Lobpreislieder und uns leiten im Gottesdienst in Lobpreis. Dein Name ist das erste Lied, Your Name. Meine
der Wüste. Heute ist nicht bei uns in der Wüste, sondern es gibt Regen, leichten Regen. Das braucht auch die Wüste immer wieder. Gibt es Regen sogar auch in der Wüste. Desert song. Even the desert needs rain. There's a bit of rain in Tübingen today. We need it. Desert song. So, wir haben nach dem Lied und noch vor der Predigt Bibellesen. Wir haben oft viele Bibellesen, aber heute wird es etwas kürzer sein. Wir lesen für die Leute, die neu dabei sind. Wir lesen seit vielen Wochen, seit Ostern, Ende nach Ostern, aus dem ersten Buch des Apostels Petrus, der erste Petrusbrief, geschrieben damals vor 2000 Jahren an Christen in Kleinasien. Kleinasien damals war nicht Japan oder China oder Indien gemeint, sondern die jetzige, was die heutige Türkei ist, geografisch gesehen. Das ist ein Brief an Christen, die auch verfolgt werden oder bald verfolgt werden sollen. If you've been new today to our Bible readings today, we normally have a lot of Bible readings today. All of our Bible readings are from the first letter of the Apostle Peter to Christians in Asia Minor. Asia Minor 2,000 years ago
was not meant by Asia Minor, Japan, or China, or India, but an area geographically of what is now today Turkey, modern-day Turkey. There, Christians were about to be persecuted. The Apostle Peter writes in 2 letters, and we've been reading since Easter, or after Easter, the first letter of the Apostle Peter to Christians. 1 Peter chapter 3 today. We're in the second half of chapter 3 today. Chapter 3 verses 13 through 17, and then verses 18 through 22, and then also chapter 4 verses 1 through 5 are our Bible readings today. 1. Petrus 3, Vers 13 bis 17, dann Verse 18 bis 22. Dazu noch Kapitel 4, Verse 1 bis 5 sind unsere Bibellesungen heute. Kann euch überhaupt jemand Böses antun, wenn ihr euch mit ganzer Hingabe darum bemüht, das Gute zu tun? Wenn ihr aber trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was Gott will, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Habt keine Angst vor Menschen, lasst euch nicht erschrecken. Christus allein ist der Herr. Haltet ihn heilig in euren Herzen und weicht vor niemand zurück. Seid immer bereit, Rede und Antworten stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Antwortet taktvoll und bescheiden und mit dem gebotenen Respekt. In dem Bewusstsein, dass ihr ein reines Gewissen habt. Dann werden alle beschämt sein, die euch verleumden, wenn sie sehen, was für ein einwandfreies Leben ihr in Verbindung mit Christus führt. Wenn Gott es aber anders beschlossen hat und es auf sie keinen Eindruck macht, ist es auf jeden Fall besser, für gute Taten zu leiden, als für schlechte. Auch Christus hat ja für die Sünden der Menschen gelitten, der Gerechte für die Schuldigen ein für allemal. So sollte er euch als Mensch getötet, aber durch den Geist Gottes zum Leben erweckt, den Zugang zu Gott eröffnen. In der Kraft dieses Geistes ging er auch zu den Geistern im Gefängnis und verkündete ihnen seinen Sieg. Sie waren ungehorsam gewesen zur Zeit Noachs, als Gott in seiner Geduld mit der Strafe noch wartete, solange Noach die Arche baute. Nur wenige Menschen, nämlich 8, wurden damals in die Arche aufgenommen und durch das Wasser gerettet, das die Arche trug. Das ist ein Hinweis auf das Wasser der Taufe, die euch jetzt rettet. Denn der Sinn der Taufe ist ja nicht, dass der Körper vom Schmutz gereinigt wird. Wer sich taufen lässt, bittet damit Gott, sein Gewissen von aller Schuld zu reinigen. Das ist möglich, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden und zum Himmel aufgestiegen ist. Dort hat er den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite eingenommen. Und die Engel und alle überirdischen Mächte und Gewalten sind ihm unterworfen. Christus also hat gelitten, und zwar körperlich. Darum rüstet auch ihr euch mit seiner Gesinnung aus, wenn ihr seinetwegen leiden müsst. Denn wer einmal wegen Christus körperlich zu leiden hatte, in dem ist die Sünde abgestorben. Und er wird sich für den Rest seines Lebens in dieser Welt nicht mehr von menschlichen Leidenschaften fortreißen lassen, sondern nur noch tun, was Gott will. Ihr habt euch ja lang genug an dem Treiben der Menschen beteiligt, die Gott nicht kennen. Ihr habt euch hemmungsloser Gier und Ausschweifung hingegeben, habt an wüsten Fress- und Saufgelagen teilgenommen und an einem abscheulichen Götzendienst. Jetzt wundern sich die anderen, dass ihr bei ihrem zügellosen Treiben nicht mehr mitmacht und beschimpfen euch deswegen. Aber sie werden sich vor dem verantworten müssen, der schon bereitsteht, um über die Lebenden und die Toten das Urteil zu sprechen. Amen. Immer bereit, Rede und Antwort zu stehen. Immer bereit,
Rede und Antwort zu stehen. Bist du immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand dich über deinen Glauben an Jesus Christus fragt? Bist du immer bereit? Ich gebe euch zuerst ein längeres, aber auch schlechteres Beispiel an meinem Leben. 14 Jahre lang arbeitete ich früher in Amerika als Verkäufer in einem Reformhausladen. Wir haben in diesem Laden gesunde Bio-Lebensmittel, dazu aber auch Vitaminen, Mineralien und Kräutertabletten und Präparaten auch verkauft. Es war also halbwegs wie eine Apotheke hier. Nun haben wir keine Medikamente verkauft. Immer wieder kamen neue Produkte heraus, die wir in unseren Läden bekommen haben, die wir aber auch gleich sehr schnell verkaufen mussten. Manchmal aber deswegen gab es nur wenig Informationen über diese Produkte. Zumindest wir Verkäufer haben sehr wenig Informationen bekommen, weil das Produkt einfach ganz neu war. Kunden kamen in unsere Läden rein und haben uns schon gefragt, haben Sie schon mal dies oder jenes Produkt oder so? Diätprodukt, wie bitte? Habe ich manchmal gefragt. Mal schauen, wir haben gerade etwas Neues hier bekommen. Und der Kunde fragte weiter, wissen Sie, ob es ja wirklich für dies oder jenes gut ist? Ich musste mal dann eigentlich manchmal sagen, ich weiß noch gar nichts darüber, wofür es gut ist. Aber das habe ich nicht gesagt, sondern viel schlauer habe ich auch immer einfach höflich den Kunden darüber gefragt, haben Sie schon mal etwas darüber gehört? Manch andere Kunden haben ja gar nichts darüber gefragt. Sie haben einfach sich an den Regal gemacht und haben einfach das Produkt aus den Regalen genommen und sich gleich gekauft. Manche Verkäufer haben sogar auch sich gar keine Mühe gegeben, sich über die Produkte zu informieren, die wir normalerweise im Laden verkaufen. Sie waren einfach faul oder sie haben gar kein Interesse gehabt, darüber etwas zu wissen oder auch einfache Fragen der Kunden zu beantworten. Und dann gab es schon mal die schwierigen Kunden. Also, ich weiß ja überhaupt nicht, ob ich solche Leute eigentlich als Kunden nennen darf. Denn sie kamen einfach in unsere Läden rein, stellten manche Fragen so über unsere Produkte und dann wollten sie mir irgendetwas beweisen, ja sogar mit mir darüber streiten. Sie wollten einfach vor mir behaupten, dass alles, was wir verkauften, nur Betrug und Schwindel wäre, also überteuert wäre. Aber letztendlich waren sie da eigentlich gar nichts bei uns mal im Laden zu kaufen. Sie wollten nur streiten. Nach einer 10-minütigen Diskussion mit ihnen, nur 10 Minuten wohlbemerkt, wollte ich sie einfach immer fragen. Nun, haben Sie hier bei uns etwas überhaupt gesucht? Manche andere Kunden haben mich auch kritisch gefragt, und glauben Sie selber dran, was Sie verkaufen, oder schaffen Sie bloß hier? So eine direkte Frage. Und was hätten Sie wohl über mich, über unsere Läden, über unsere Produkte gedacht, wenn ich einfach nur gelächelt hätte und einfach Nein gesagt hätte? Manche wollen es wirklich wissen. Wie stehe ich persönlich dazu? Die Frage ging für mich damals auch tiefer als Christ.
Kann ich als Christ etwas verkaufen, was eigentlich Lüge oder Betrug ist? Als Christen verkaufen wir natürlich keine Waren oder Diätprodukte und so weiter wie in einem Laden. Zumindest nicht jeder von uns ist als Verkäufer von Beruf. Übrigens, als Verkäufer von Diätprodukten oder Vitamintabletten oder Zelten oder irgendetwas anderem zu arbeiten, ist an für sich kein schlechter, sündiger Beruf. Ausgenommen, wenn man so Drogen oder Alkohol oder sowas verkauft. Aber der Apostel Paulus war ja selber Zeltmacher. Was bedeutet auch, dass er seine Zelten auch verkauft hat. Er war auch Verkäufer. Aber dennoch ist unser Glaube als Christen eine Berufung. Gott hat uns zum Glauben an seinen Sohn Jesus Christus berufen. Gott hat uns von einem Leben vorher ohne Jesus Christus zu einem neuen Leben mit Christus und mit Gott im Glauben berufen. Wir leben in diese Berufung als Christen freiwillig im Glauben. Es ist kein Job, wie meine Arbeit damals als Verkäufer war. Es ist zuerst Gottes Arbeit. Gott soll uns helfen, retten und vergeben. Gott hat uns berufen, unser Leben verändert, nicht Vitamintabletten oder Diätprodukte zu verkaufen oder Zelten zu verkaufen, sondern zu leben hier und jetzt mit guten Taten für ihn. Egal was wir arbeiten, egal was wir für einen Beruf haben, egal ob es uns gut geht oder schlecht geht, egal ob gute Zeiten auf uns zukommen oder schlechte Zeiten kommen. Gott hat uns geschaffen und auch durch unseren Glauben an Jesus Christus hat er uns neues Leben gegeben, dass wir für ihn Gutes tun. Gott ist da. Jesus Christus ist für uns auch da, für unsere Sünden und Verfehlungen gestorben. Wir sind von Gott vergeben worden. Gott macht aus unserem alten Leben Neues, einen neuen Anfang und gibt uns auch ein neues, immer frischer werdendes, dauerhaftes, ewiges Ziel. Wenn wir als Menschen wissen, wo es im Leben dann lang geht, überhaupt lang geht, wohin es im Leben überhaupt geht, dass wir sicher dort ankommen, dann haben wir Hoffnung, eine gute Hoffnung und keine Illusion, keine Enttäuschung, weil jemand, Gott nämlich, wirklich dahinter steht, dem wir wirklich vertrauen können. Aber damals im Laden gab es auch Kunden, die mich so kritische Fragen gestellt haben, die mich manchmal auch sogar auch gefragt haben, und nehmen Sie auch selbst das Zeug? Die Schwaben hier fühlen sich hier angesprochen. Wenn ich natürlich nichts genommen hätte von den Tabletten oder Nein gesagt hätte, dann wäre also auch Ihre Kritik damit berechtigt gewesen. Sie könnten dann auch sagen, Sie wollen mir bloß etwas verkaufen. Aber Sie könnten es natürlich nicht richtig nachprüfen, ob ich die Vitamintabletten regelmäßig angenommen habe oder nicht. Ich konnte Ihnen theoretisch alles sagen, dass ich jedes Produkt im Laden genommen hätte und Sie konnten es mir entweder glauben oder nicht glauben. Manche Kunde mit Übergewicht oder Diätinteressierter schauten mich damals kritisch an und sagte, aber Sie brauchen so ganz gewiss nicht das Genette, denn Sie sind ja voll schlank. Ich konnte mich aber nur darauf berufen, was andere Kunden mir über dieses Diätprodukt gesagt hätten. Selbst hätte ich ja nicht ausprobiert, denn ich bräuchte es nicht. Aber wie ist es mit unserem Glauben an Jesus Christus?
Unser Glaube ist ja keine Ware, kein Produkt, den wir jemand so mit Marketing verkaufen. Unser Glaube ist vielmehr ein Leben im Vertrauen auf die Macht Gottes, der alles für uns gibt, der uns im Leben versorgt und dafür sorgt, dass wir in eine Gemeinschaft des Glaubens mit ihm leben. Wie hat Gott es bewiesen? Kann man wirklich Gott vertrauen? Kann man beweisen, ob Gott glaubwürdig ist? Der Beweis dafür ist Jesus Christus. Sein Leben, sein Sterben für uns am Kreuz, seine Auferstehung und dazu auch noch unser neues Leben im Glauben vor anderen Menschen. Es gab damals immer wieder Tausende von Menschen, die an unseren Läden in den großen Einkaufszentren, Shopping Malls in Amerika einfach vorbeigelaufen waren, vorbeigelatscht in diesen breiten Gänge oder so, Läden links und rechts oder so in großen Einkaufszentren in Amerika. Die sind Tausende von Menschen vorbeigeströmt immer. Sie suchten etwas anderes, nicht Reformhausprodukte. Sie interessierten sich überhaupt nicht für uns. Sie hatten keine Zeit zu streiten. Sie hatten keine Zeit zu verweilen, über Bioessen oder Vitamintabletten zu diskutieren. Aber trotzdem kamen sie manchmal schnell zu uns in den Laden rein und fragten einfach, wo geht's hin? Zu irgendeinem XY-Laden. Wissen Sie, wie spät es ist? Oder wo gibt es ja in der Nähe überhaupt eine Toilettestelle? Und so weiter. Sie suchten alles Mögliche, aber etwas völlig anderes. Was meint ihr über Verkäufer in solch einem Laden? Was ist eins der wichtigsten Dinge für sie? Waren sie überhaupt freundlich, höflich, hilfsbereit? Der Käufer kann schon einiges über seine Produkte wissen, was er verkauft, aber er muss nicht alles darüber wissen. Aber er soll auch gerne das verkaufen, was er verkauft und wirklich dahinter stehen. Der Vergleich hier ist vielleicht wieder nicht so gut, aber wie sind wir als Christen? Wie sind unser Leben als Christen? Wenn andere Menschen uns über unseren Glauben fragen, sind wir so wie die Verkäufer, die nichts wissen und sich kaum dafür interessieren, über die Produkte zu lernen, den Kunden zu helfen, ihre Fragen zu beantworten und so weiter? Oder wenn wir Menschen begegnen, die nichts von unserem Glauben wissen wollen, dennoch aber andere Fragen im Leben haben, sind wir bereit, ihnen trotzdem zu helfen, weil Jesus ihnen helfen würde? Leben wir wirklich diesen Glauben, von dem wir anderen Menschen erzählen, oder sind wir so wie die Verkäufer, die vieles verkaufen, aber das Zeug selbst nehmen sie nicht? Ist es überhaupt wichtig, dass andere Leute es wissen, dass wir an Jesus Christus glauben und was wir überhaupt glauben? Menschen, die keine Christen sind, wollen es manchmal wissen. Sie stellen uns nämlich auch Fragen. Was glaubst du? Glaubst du es wirklich? Lebst du, was du glaubst? Ist dein Glaube wirklich richtig, wahr oder ist es falsch? Lebst du deinen Glauben oder ist dein Glaube an Jesus Christus nur eine Illusion? Will dein Glaube, will der, an den du glaubst, dir wirklich helfen und hinter dir stehen, auch wenn du keine Antworten mehr zu den Fragen des Lebens, die manchmal im Leben auftauchen? Was sagst du? Was sage ich? Wie lebst du? Wie lebe ich?
Stellt euch vor, ich arbeite in so einem Reformhausladen, verkaufe Bio-Essen und Vitamintabletten, aber dann gehe ich gleich nach der Arbeit rüber zu McDonald's und esse mir dort so einen fettigen Hamburger zum Abendessen. Reden über Glauben bedeutet nicht viel, wenn wir selber unseren Glauben nicht in unser Leben umsetzen. Vor fast 60 Jahren hat man einen Boeing-Ingenieur bei Boeing, das ist einer der größten Flugzeughersteller der Welt, man hat einen Boeing-Ingenieur in einem Flugzeug getroffen, der mit Propellerbetrieb geflogen ist. Man fragte im Flugzeug einen Mitpassagier, fragte einmal seinen Mitpassagier im Flugzeug, den Ingenieur, warum er doch nicht gleich mit dem damals neuen B707 Düsenflugzeug fliegen wollte. Damals war das neu, Anfang der 60er Jahre. Dieser Ingenieur aber erzählte dem anderen Passagier im Flugzeug damals über viele Tests bei Boeing, von denen er gewusst hatte und wo er selbst miterlebt hatte. Also, aber warum nicht mit dem Neuen fliegen? Der Ingenieur wollte doch lieber warten, bis diese Maschine eine Weile in Betrieb wäre. Also, er war noch nicht bereit, sein Wissen und seinen Glauben in sein Leben gleich umzusetzen. Schlechtes Zeugnis, nicht wahr? Der Situation unseres Predigtextes heute, der Kontext, ist die Situation von Christen, die schon oder sehr bald für ihren Glauben leiden müssen. Petrus, Paulus und die Gemeinden in Rom und in Kleinasien damals mussten leiden, weil sie an Jesus Christus glaubten. Warum? Warum leiden für den Glauben? Es gibt immer Regierungen und Staaten und auch gewalttätige Menschen, die nicht verstehen, was es bedeutet, an Jesus Christus zu glauben. Es gibt Böses in dieser Welt, Böses in Menschen, die Gott nicht kennen. Die böse Macht des Teufels, die verhindern will, dass Menschen an Jesus Christus glauben und für Gott leben. Es gibt Menschen, die uns Christen dazu bringen wollen, Gott nicht zu vertrauen, unseren Glauben abzusagen, dass wir ihre Götter und Götzen oder Ideologien anbeten. Sie üben sogar Druck auf uns und auf unseren Glauben. Sie verspotten uns, sie lachen uns aus, sie verfolgen uns und sie machen es unserem Glauben und Leben schwer. Junge Leute heute, wenn er beginnt, an irgendeine Ideologie, politisch oder anderweitig zu glauben und euch irgendeine Demo oder einen aufgebrachten Pöbel aus irgendwelchem Anlass anschließt, aber dieser Pöbel, diese Masse von Menschen auch das tut, nämlich Druck auf Menschen üben oder andere Leute verspottet oder andere Leute aus irgendwelcher Art und Weise verfolgt, dann sollt ihr damit aufhören und euch von dieser Ideologie abwenden. Sofort, gleich, jetzt. Aber wie ist unser Glaube? Nicht an eine politische Ideologie. Wie ist unser Glaube nur an Jesus Christus? Ist unser Glaube sichtbar oder versteckt für andere Menschen? Merken Menschen, die uns kennen, dass wir wirklich Gutes tun? Warum? Petrus sagt uns in Verse 13 bis 14. Vielleicht können wir mal den Text kurz mal zeigen sogar. Petrus sagt uns gleich in Vers 13 und 14. Kann euch überhaupt jemand Böses antun, wenn ihr euch mit ganzer Hingabe darum bemüht seid, das Gute zu tun? Wenn aber ihr trotzdem leiden müsst, weil ihr tut, was Gott will, dann dürft ihr euch glücklich preisen. Habt keine Angst vor Menschen, lasst euch nicht erschrecken.
Gutes zu tun heißt manchmal nicht Böses zu tun. Das heißt nicht mitmachen, nicht mitlaufen, wenn andere es machen, aber dafür auch Konsequenzen tragen, wenn Leute deshalb mit uns darüber böse werden. Doch wenn wir dieses mutig tun, können wir Gottes Segen bekommen und Gott bewegt vieles. Telemachus war ein Christ am Anfang des 5. Jahrhunderts im Römischen Reich damals, in der Antike. Also Anfang des 5. Jahrhunderts, das war ungefähr das Jahr 399 nach Christus oder das Jahr 404 nach Christus. Also er lebte im Römischen Reich damals, dieser Telemachus, in einem abgelegenen Dorf im Osten des Römischen Reiches. Doch eines Tages, als er betete, hatte er stark den Eindruck gehabt, dass Gott es wollte, dass er nach Rom ging. Also machte er sich auf den langen, weiten Weg von dort, wo er zu Hause war, nach Rom, in die Hauptstadt des Römischen Reiches. Viele Tage und viele Wochen später kam er endlich mal dort an. Er schaute sich überall um und er schaute gerade, wie die römischen Gladiatoren im Stadion sich vorbereiteten, bis zum Tod vor einem großen Publikum zu kämpfen. Der Gladiatorsport war damals in alten Rom sehr beliebt und wurde von fast jedem in seiner Kultur auf allen Ebenen, ob Sklave oder Freie, Römer oder Ausländer, sehr beliebt, sehr akzeptiert. Es war aufregend und es war auch ein gutes Geschäft. Und jeder hatte so seinen Lieblingskämpfer. Aber dieser Christ war darüber entsetzt. Und er betrat das Stadion. Er ging in das Stadion rein. Und ich bin mir nicht sicher, ob er selber sich eine Eintrittskarte gekauft hätte oder einfach so ohne Eintritt da reingelaufen ist. Nun ging er von oben im Stadion runter in den Arena auf den Kampfplatz. Und er stand vor dem großen Publikum da von Zuschauern und schrie mit einer mutigen, lauten Stimme: Im Namen Christi, hör mal auf! Die verärgerten Zuschauer waren zuerst nicht verärgert, sondern sie haben gelacht. Gehört das auch zum Theater, zum Show oder so? Und dann nach ein paar Minuten haben sie festgestellt, das war nicht vom Show. Und dann waren sie verärgert und dann haben sie begonnen, mit Steinen ihn zu bewerfen, ihn gesteinigt, voll gnadenlos vor dem großen Publikum im Stadion. Aber seine letzten Worte waren: In Christi Namen, hör auf. Aber der römische Kaiser, damalige römische Kaiser, Honorius, hat davon gehört. Und er wurde darüber empört und bewegt, die Gladiatorenspiele für immer zu verbieten. Ein einziger Christ hat ganz vieles bewegt durch sein mutiges Zeugnis, viel Gutes getan. Aber er musste für dieses Gute leiden und die Konsequenzen tragen. Nun ist unser Glaube sichtbar oder versteckt für manche Menschen. Merken Menschen, die uns kennen, dass wir Gutes tun? Werden wir beschimpft? Bekommen wir manchmal Ärger, weil wir wirklich Gutes getan haben oder Schlechtes? Merken Leute in unseren Familien oder unsere Kommilitonen an der Uni oder Mitstudenten im Wohnheim, dass wir Christen sind? Kritisieren sie uns auch, weil wir komisch sind und nicht alles mitmachen, Partys oder Betrug, was alle anderen Leute machen? Finden Sie, dass Christen auch manchmal oft stolz und arrogant eingebildet sind und oft nicht leben, was sie glauben? Du nennst dich Christ
aber du machst sowas? Du bist ja Christ, aber du sprichst so mit anderen Leuten? Leute, die keine Christen sind, schauen auf uns und fragen uns, ist euer Glaube echt? Gibt es wirklich eine andere, bessere Hoffnung als das, was wir jetzt haben? Petrus sagt hier, Vers 15, Petrus sagt uns hier, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt. Was antwortest du? Jesus verspricht uns, seinen Jüngern, seine Kraft, seine Weisheit, seinen Heiligen Geist zu geben, wenn wir vor Menschen unseren Glauben bezeugen und Antworten geben müssen. Wir können Menschen sagen, warum unsere Hoffnung in Christus besser und größer ist als ein Leben ohne Gott. Warum unsere Hoffnung in Jesus sicher ist, weil er vom Tod wirklich auferstanden ist. Wir brauchen niemanden zu fürchten. Nicht unseren Chef, nicht einmal unseren Professor, nicht einmal die Regierung, nicht unsere Eltern, nicht unsere Kinder. Christus ist der Herr, nicht diese Leute und nicht die Meinung der Massen von Menschen. Trotzdem sollen wir sinnvoll und vernünftig für unseren christlichen Glauben antworten können. Wir brauchen uns nicht der Hoffnung schämen, die wir haben. Wie antworten wir, wenn Sie uns etwas über unseren Glauben fragen? Wie antworten wir? Nicht was, sondern wie. Vers 16, gleich Vers 16. Petrus sagt hier in Vers 16, antwortet taktvoll, bescheiden, mit Respekt vor Gott und Respekt gegenüber dem Menschen, der uns etwas fragt, in dem Bewusstsein, dass ihr ein reines Gewissen habt. Dann werden alle beschämt sein, die euch verleumden, wenn sie sehen, was für ein einwandfreies Leben ihr in Verbindung mit Jesus Christus führt. Heutzutage wird viel verleumdet. Ganz viel verleumdet. Nicht nur auf Facebook, sondern auch in den großen Massenmedien wird verleumdet, öffentlich verleumdet. Und das soll aufhören. Nichts ärgerlicher aber gibt es als ein Christ, der arrogant, eingebildet, vielleicht ein bisschen gebildet, aber eingebildet, sogar ein Besserwisser ist und so mit anderen Menschen, auch mit anderen Meinungen sogar auch, nicht mit Respekt behandelt. Und bevor du schon mal an irgendeinen anderen Menschen denkst, und wir kennen viele solche Menschen, schau doch dich selbstkritisch mal an. Wir müssen anderen Menschen lieben, auch wenn sie unsere Antwort und Rede nicht glauben wollen und Christus ablehnen. Wir müssen mit ihnen trotzdem respektvoll umgehen. Christen sind nicht dazu berufen, sich ständig mit anderen Menschen über politische Meinungen zu streiten. Christen sind nicht dazu berufen. Vielmehr sollen wir als Christen verkünden, wer Jesus Christus ist. Pastor in Texas erzählte einmal über Jack, einen erfolgreichen Geschäftsmann. Jack war Präsident seiner Firma, aber auf einmal dann wurde er schwer krank, mit krebskrank geworden und er wurde sogar von seiner Firma entlassen. Und Jack gab dann da sein ganzes Geld und seine Versicherung und so weiter aus, nur um für diese Krebsbehandlungen zu bezahlen. Er war finanziell am Ende. Und der Pastor besuchte ihn mal und wollte mit Jack über den Glauben und über das Leben nach dem Tod reden. Aber dieser Jack fühlte sich dadurch sehr beleidigt. Er klagte, wie er seine Familie ohne Mittel im Tod hinterlassen würde und fragte ganz verzweifelt, wie Gott ihm dann doch noch so spät helfen könnte.
Später vor Jacks Tod aber kam der Pastor wieder, ihn einmal mit einem Mann aus seiner Gemeinde zu Besuch. Und sie versprachen Jack und seine Familie finanzielle und materielle Hilfe durch Leute aus seiner Gemeinde, indem sie seine Familie noch vor dem Tod vorgesorgt haben. Jack war zutiefst bewegt, berührt, obwohl Jack nie zum Glauben an Jesus gekommen ist, bis er starb. Für was werden wir als Christen manchmal von anderen Leuten beschuldigt? Wie sind wir anders als Menschen, die Gott nicht kennen? In Kapitel 4, Verse 4 bis 5 folgendes heißt es, dass Menschen Christen beschuldigen, weil sie nicht mitmachen, einen Lebensstil zu führen, der nur auf Genuss und auf den nächsten Spaß ausgerichtet ist. Jemand lädt uns zu einer Party ein, aber sagen wir in dieser Party, es gibt viele besoffene und viele betrunkene Menschen. Machen wir dann mit oder sagen wir, nein, ich möchte nicht mehr an diesen Partys teilnehmen, denn ich habe etwas anderes für mein Leben gefunden als das. Nun, was sagen dann unsere Freunde, mit denen wir früher mal gerne diese Sachen mitgemacht haben? Zuerst denken sie, ist das ein Scherz, oder? Sie glauben es uns nicht. Und dann denken sie, dass wir vielleicht verrückt geworden sind. Und dann schließlich beschimpfen sie uns oder sogar versuchen uns sogar irgendein Leid zuzufügen. Als Christen sind wir verpflichtet, dieses Leid auch im Vertrauen auf Gott zu tragen, so wie Jesus es getragen hat. Wir sind bereit, eine Antwort zu geben, die wirklich wahr ist und die auch Menschen hilft, Gott zu suchen und an Jesus Christus zu glauben, Hoffnung für dieses Leben zu bekommen und auch die Ewigkeit bei Gott. Haltet Christus allein heilig in euren Herzen und weicht vor niemanden zurück. Für Kathy Tricoli, damals eine berühmte christliche Sängerin, hat es so begonnen mit dem Glauben. Als Teenager war sie ganz rebellisch und sie verbrachte ihre Zeit mit Partys in Nachtclubs. Tagsüber arbeitete sie aber einen Ferienjob, einen Sommerjob im Freibad. Und sie arbeitete dort mit Cindy, ebenfalls Teenager, die auch Christin war und die immer so ihre Bibel dabei hatte, in ihrer Bibel gelesen hatte. So diese langweiligen Stunden da im Freibad, ja. Man muss irgendwas tun. Und Kathy Tricoli spottete über Cindy, weil sie Cindy als ein weiches Mädchen einschätzte. Doch Cindy erzählte ihrer Arbeitskollegin immer wieder von Jesus. Und irgendwie, trotzdem, dass Kathy die weiche Cindy verspottete und auslachte, hatte sie Cindy doch innerlich respektiert, weil sie Mut hatte. Und einmal stellte sie Cindy einfach ganz viele Fragen, die sie gar nicht beantworten konnte. Und am Schluss sagte Cindy zu ihr, Kathy, Jesus ist Herr, ob du ihn annimmst oder nicht. Kathy Tricoli ging dann nach Hause und hatte länger darüber nachgedacht, was ihre Kollegin ihr gesagt hat. Cindy schenkte ihr nachher eine Bibel und Kathy begann darin zu lesen. Und nach einiger Zeit wusste Kathy Tricoli, dass sie sich für Jesus Christus entscheiden musste, denn wenn Jesus wirklich der ist, von dem er sich vorgibt. Für manche Menschen sind wir die einzige Bibel, die sie jemals lesen werden. Wie wir als Christen vor ihnen leben, entscheiden sie, ob sie von Jesus Christus erfahren oder nicht. Wir sind für sie wie das Bild Jesu. Die Geschichte wird erzählt von James Bonham, einem Freiheitskämpfer in Texas, damals vor 184 Jahren. Von James Bonham gibt es nämlich kein Bild,
Doch im Museum dort in Texas findet man ein Porträt von seinem Neffen, der seinen tapferen Onkel sehr ähnlich aussah. Also so sind wir für viele Menschen das Porträt Christi, die einzige Bibel, die sie sehen und lesen. Sind wir bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand uns fragt, warum wir Christen sind und Hoffnung haben? Sind wir bereit, das Bild Jesu vor ihnen zu leben, dass sie Jesus in uns sehen können und an ihn glauben? Ich bete, dass wir im Vertrauen auf Gott das für viele Menschen sein können. Amen. Und jetzt hören wir ein schönes Lobpreislied, neues Lobpreislied, das heißt herrliche Ruine, glorious ruin.
aus den Ruinen. Manchmal stimmt es nicht mit der Technik, manchmal alles versagt, die Technik versagt. Aber aus den Ruinen holt Gott uns heraus durch seinen lieben Sohn Jesus Christus, der für uns gelebt hat, der für unsere Ungerechtigkeit, die wir selbst auch jemandem zugefügt haben, für unsere Versagen, für unsere Sünden und Übertretungen ist er gestorben am Kreuz. Wir lesen wieder aus dem ersten Petrusbrief. Auch Christus hat ja für die Sünden der Menschen gelitten. Der Gerechte, der einzige Gerechte, für die Schuldigen, ein für allemal. So sollte er euch als Mensch getötet, aber durch den Geist Gottes zum Leben erweckt, den Zugang zu Gott eröffnen. Jesus Christus hat uns den Zugang zu Gott eröffnet, durch seinen Tod für uns am Kreuz, durch sein Begräbnis, durch seine Auferstehung vom Tod. Das ist immer der Grund für unsere Hoffnung, für unseren Glauben. Wir freuen uns, dass wir jeden Sonntag uns hier treffen dürfen, auch mit einigen Einschränkungen. Trotz dieser Einschränkungen dürfen wir uns hier treffen, auch wenn wir weniger Leute sind, auch mit Masken und so weiter. Aber wir freuen uns, dass wir Jesus Christus begegnen können. Ineinander, aber auch in diesem Mahl, das Jesus uns gegeben hat, seinen Jüngern gegeben hat. Jesus hat Brot gegeben, das jüdische Passamahl gegeben und gesagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben worden ist. Nimmt dieses Brot, nimmt mein Leben für euch, für euer Leben, anstelle von eurem Leben. Jesus hat auch den Kelch beim jüdischen Passafest genommen und goss aus den Kelch, den Traubensaft, den Wein und gab es seinen Jüngern zu trinken und sagt, das ist mein Blut, das für euch vergossen wird. Das nimmt zu euch mein Leben, mein Blut für euch gegeben. Anstatt euer Leben voller Sünden, nimmt mein Leben anstelle von euer Leben. Jesus lädt uns dazu persönlich ein. Auch durch dieses Brot, wenn wir diesen Kelch trinken. Lasst uns auch Gott bitten um seinen Segen, wenn wir das nehmen. Herr, himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du uns Leben gegeben hast, aber vielmehr, dass du uns neues Leben, verändertes Leben gegeben hast. Auch aus den Ruinen heraus können wir schauen auf dich durch Jesus Christus. Wir danken dir, Jesus, dass du unsere Ruinen genommen hast, ans Kreuz, unsere Ungerechtigkeit als der einzige Gerechter in dieser Welt hast du genommen aufs Kreuz. Wir danken dir dafür, Jesus. Und danke, Herr, dass du uns neues Leben gibst und auch Vergebung schenkst durch dein Blut für unsere Schuld. Jesus, segne dieses Brot, das wir brechen. Segne du diesen Kelch, den wir austrinken, Herr, heute. Auch, dass wir dein Leben auch annehmen in unser Leben und dass es uns verändert. Stärke uns im Glauben, dass wir dich auch bezeugen können, Jesus, was du für uns getan hast. Segne dieses Brot, segne diesen Kelch, segne unsere Gemeinschaft. In Jesu Namen. Amen.
So oft wir von diesem Brot brechen, von diesem Kelch trinken, verkündigen wir den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Amen. Wir freuen uns, dass wir auch Gemeinschaft haben dürfen mit Gott durchs Gebet. Und wir wollen auch jeden Sonntag auch eine Gebetsgemeinschaft haben miteinander. Und wir beginnen immer diese Gebetsgemeinschaft mit einem Gebet, das Jesus seinen Jüngern auch gelehrt hat. Das lehrt uns auch beten. Das hilft uns beim Beten, wenn wir nicht mehr wissen, was wir beten sollen. Das führt uns, das leitet uns, dieses Gebet, das Jesus seinen Jüngern gelehrt hat. Every Sunday that we meet, we always like to have a time of prayer together, prayer fellowship. We always like to begin this prayer fellowship with a prayer that Jesus taught his disciples to pray. That's called the Lord's Prayer in English. And this prayer directs our prayers so that if we don't know what to pray for, if we don't know what to pray, this prayer can direct us, give us some direction in praying, asking for things that are God's will. And so Jesus taught his disciples to pray the Lord's Prayer. If you know the Lord's Prayer in your own language or languages, you may now stand with us wherever you are, with us or in Tübingen or somewhere else around the world. You can now stand with us and pray together the Lord's Prayer, the prayer that Jesus taught his disciples to pray in your own language or in German with us here. Wir wollen gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen wieder Platz. Wir wollen jetzt ganz kurz mal an einiges erinnert werden, wofür wir beten können. Wir bitten um Hilfe für Antwort für unseren Glauben zu geben, for Zeugnis für unseren Glauben zu geben. We have here printed on the right-hand side of the column in English all of these different prayer needs, prayer requests that we have. We've been praying for a lot of these needs and requests for many weeks now throughout the coronavirus crisis, even before. Wir wollen nur kurz diese Anliegen sagen, das sind allgemeine Anliegen. Wenn ihr noch spezifische Anliegen habt, können wir ganz am Schluss des Gottesdienstes mal kurz darüber austauschen, aber jetzt nur allgemein. Wir beten für Erweckung an der Universität Tübingen. Dieses Sommersemester 2020 ist ein anderes Semester. Viele Studenten sind da, aber sie sind nicht da. Sie sind nicht überall rumlaufen, wir sehen sie nicht, begegnen ihnen kaum, auch nur im Zoom-Room an der Uni, die Vorlesungen oder auch in Skype. Deswegen beten wir für Erweckung an der Uni, auch in dieser
Corona-Krise, für unser Zeugnis an der Uni. We're praying for people who have prayer. We have exams this semester also. Praying also for revival on campus. The summer semester at the university is very different. Very few people here that you see. You only see them in classes online, on Zoom or on Skype. So we're praying for revival. Wir beten für Glauben, für unsere Freunde, für Familie, für Kommilitonen an der Uni. Wir beten für Zeugnis, dass wir ihnen Zeugnis geben können. Wir haben auch einige unsere eigenen Bedürfnisse. Vielleicht sind einige Leute geht es ihnen finanziell nicht so gut. Einige Leute sind entlassen worden von ihrer Arbeitsstelle, haben Geldprobleme. Wir beten dafür, für ihre Nöte. Wir beten auch natürlich für Corona-Infizierte. Es sind Gott sei Lob und Dank kaum jemand mehr, der neu sich infiziert hatte oder neu infiziert wurde hier in Tübingen in letzter Zeit. Immer mal wieder einen oder zwei am Tag oder so. Aber wir freuen uns, aber andererseits, wir beten weltweit für Corona-Infizierte. Überall wütet dieses Virus in der ganzen Welt. Wir beten für Pfleger, für Ärzte, für Krankenschwestern, auch für Frieden, auch für den Menschen. Wir beten auch für Kranken, einige kranken Leute, die wir kennen von unserer Gemeinde her, von früher, die früher in unserer Gemeinde waren und wir kennen, leiden noch unter Krebs, haben noch Behandlungen bekommen. Mal so geht es ihnen. Wir beten für sie. Einige Leute haben sogar Hirn-OPs gehabt. Einige Leute, die wir kennen, wir beten für ihre Genesung von Hirn-OPs. Wir beten weltweit für unsere Missionare, die weltweit sind in Afrika, Mosambik, in Kenia, auf der Insel zwischen Kenia und Mosambik. Wir beten für diese Missionare auch in Indonesien, in Bosnien, in Armenien, auch in Deutschland, in Berlin unter Juden und Israelis, auch hier unter internationalen Studenten in Tübingen. Wir beten für Mission überall. Wir beten auch für verfolgte Christen, besonders für verfolgte Christen in China, in der Stadt Xiamen. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber da wurde eine Kirche abgerissen. Auch Leute, die in diesem Gebäude gewohnt haben, ihre Wohnung wurde sogar auch abgerissen. Sie sind jetzt auf der Straße. Also wir beten für Christen, die verfolgt werden wegen ihres und unseres Glaubens an Jesus Christus. Christen in Ägypten, Christen in Indien, Nordkorea, im Nordnigerien, auch in Burkina Faso, auch in Tschad, auch in Bhutan, in Nepal, in Kambodscha, in Vietnam, auch in einigen Staaten. Wir beten für diese Regierungen, für die Staaten in diesen Ländern, wo es Verfolgung gibt, um Einsicht, um Vernunft, um auch Gerechtigkeit, dass Gerechtigkeit geschieht. Wir beten auch für die Unruhen in den USA, beten, dass die Menschen Frieden finden, Frieden in diesen Unruhen, Frieden in Jesus Christus alleine. Wir beten für unsere Staaten, für unsere Regierungen in unseren Ländern, dass sie weise Entscheidungen treffen in dieser Corona-Krise, vor allem weltweit. Das trifft viele Leute. Nun, jetzt wollen wir miteinander beten, ein Gebet sprechen, aber wir wollen zuerst miteinander beten, indem wir ein stilles Gebet halten, 45 Sekunden lang ein stilles Gebet haben. Wir können für diese Anliegen, unsere Anliegen persönlich auch beten, still beten, jetzt die nächsten 45 Sekunden.
Herr, wir loben und preisen dich für deine Güte heute Morgen, dass wir uns hier noch frei versammeln dürfen, auch wenn unter bestimmten Bedingungen und Einschränkungen. Herr, wir danken dir dafür. Danken dir, Herr, für den Regen, den du uns gibst und womit du uns auch segnest, die Erde segnest. Wir freuen uns darüber, Herr. Wir freuen uns über deine Güte, Herr, die uns jeden Tag neu ist, die wir jeden Morgen neu erleben dürfen. Und wir danken dir für den Glauben an Jesus Christus, deinen Sohn. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du uns heute und in dieser neuen Woche stärkst, dass wir Rede und Antwort stehen können und Menschen uns nach unserer Hoffnung in dir fragen. Bitte gib uns deinen Geist, gib uns deine Weisheit, deine Hilfe, Herr, wenn wir auch für dich stehen im Glauben. Wir bitten dich, Herr, um Erweckung an der Uni, jetzt wenn viele Studenten weg sind von der Uni, nur online verbunden sind. Wir bitten dich, Herr, dass du ihre Herzen öffnest während dieser Krise, dass sie offener werden für deine Botschaft, für deine gute Nachricht, Jesus Christus. Öffne du ihre Herzen. Wir bitten dich besonders für manche individuelle Studenten, die Examen haben in diesem Semester oder in diesem Jahr, dass du ihnen hilfst, ihre Prüfungen gut abzulegen, ihre Prüfungen gut zu bestehen. Wir bitten dich, Herr. Wir bitten dich, Herr, dass du Glauben schenkst, unsere Familienmitglieder, Menschen, die wir jeden Tag vielleicht sehen, oft in dieser Corona-Krise, dass du ihnen Glauben schenkst, dass du unseren Hausgenossen Glauben schenkst, Herr, wenn wir in einem WG wohnen oder im Wohnheim wohnen. Wir bitten dich, Herr, um Glauben für sie. Wir bitten dich, Herr, dass du auch unser Zeugnis stärkst. Und Herr, wir bitten dich auch um alle Leute, die betroffen sind durch diese Coronavirus-Krise. Viele Leute haben finanzielle Schwierigkeiten, Geldschwierigkeiten. Sie haben vielleicht ihre Arbeit verloren oder haben große Rechnungen. Wir bitten dich, Herr, hilf du ihnen, Herr Jesus Christus. Lass sie deine Hilfe erfahren. Wir bitten dich, Herr, um Leute, die Corona-krank sind, weltweit, in vielen Ländern, auch hier in Deutschland, auch hier in Tübingen. Wir bitten dich um Heilung für sie. Wir bitten dich um gute Medikamente, die erforscht werden, die entwickelt werden, Herr. Wir bitten dich, Herr, dass du die Ärzte und Krankenschwestern und Pfleger segnest und bewahrst, dass du die Forscher segnest, dass sie gut forschen und richtige Ergebnisse, Wahrheit herausfinden, Herr. Wir bitten dich, Herr, um unsere Regierungen, dass sie auch richtige Entscheidungen treffen, wie diese Krise weitergeht, Herr. Wir bitten dich, Herr, um Auflockerungen für die Einschränkungen. Wir bitten dich, dass du dieses Virus vertreibst, Herr, dass keine neuen Menschen sich erkranken, Herr, und sterben müssen. Wir bitten dich, Herr, dass du die Kranken segnest, die wir kennen, hier in dieser Gemeinde. Leute, für die wir schon länger gebetet haben, monatelang, wochenlang. Leute, die krebskrank sind, wir bitten dich, dass du sie heilst. Wir bitten dich, Herr, dass du ihnen beistehst im Glauben, dass sie deinen Beistand spüren dürfen, auch heute, wenn sie diesen Gottesdienst vielleicht sehen. Wir bitten dich, segne du sie, stärke sie in ihrem Glauben, in ihrem Geist, Herr. Wir bitten dich, segne du welche, die auch neu Hirn-OPs gehabt haben. Wir bitten dich, Herr, dass du sie vollkommen wieder heilst und wiederherstellst. Herr, wir bitten dich um unsere Missionare weltweit, in Indonesien, auch in Afrika, in Mosambik, in Kenia, auf den Inseln zwischen Mosambik und Kenia, Herr. Wir bitten dich, dass du die Missionare segnest und stärkst in ihrer Arbeit, Herr, in Bosnien, in Armenien, in Deutschland, in Berlin, in Tübingen, egal wo sie sind, Herr, dass du auch sie Früchte sehen lässt von ihrer Arbeit, dass es weitergeht durch deine Gnade, dass Menschenherzen sich öffnen für dich. Herr Jesus Christus, segne unsere Mitgeschwister, Mitchristen in China, besonders in Xiamen, Herr, in dieser Stadt, wo diese Kirche niedergerissen wurde, die Gemeinde verfolgt wurde. Wir bitten dich um dein Erbarmen für unsere Geschwister, Herr. Beschütze du sie. Wir bitten dich, Herr, dass du Christen in Nordkorea, Christen in Pakistan, in Indien,
Christen in Bhutan und in Vietnam segnest, Herr. Christen auch in Afrika, in Nordnigeria, Herr, in Mali, in Burkina Faso und Tschad, Herr. Hab du Erbarmen, beschütze und bewahre du unsere Geschwister, Herr, vor Angriffen, die vielleicht ihre Dörfer oder ihre Kirchen, Herr, werden zerstört. Bitte, und wir bitten dich um Gerechtigkeit und bitten dich, dass die Regierenden, Herr, Einsicht, Vernunft bekommen, Herr, dass sie eingreifen und sie bewahren und auch Gerechtigkeit wiederherstellen. Wir bitten dich um die Unruhen in den USA, Herr, dass du diese Unruhen stillst, dass du Menschen zu Vernunft bringst, Menschen auch zu Frieden bringst, Herr. Frieden, der alleine in dir zu finden ist, Jesus Christus. Wir bitten dich, Herr, dass du uns segnest in dieser neuen Woche, dass du unser Zeugnis stärkst, überall dort, wo wir uns befinden, bei der Arbeit, auch in der Familie, auch an der Uni, Herr. Segne du uns mit deiner Gnade. Lass unser Zeugnis ein gutes Zeugnis sein, Jesus, für dich, dass wir auch guten Werken, guten Taten beschuldigt werden, nicht schlechten, Herr. Gib du, Herr, uns Mut, gib du uns ein gutes Zeugnis. Herr, stärke uns diesen Tag. Wir freuen uns über das, was du für uns tust und getan hast und auf die Hoffnung in dir, Jesus Christus. Amen. Nun, es gibt einige Ansagen. Wir sagen immer das Gleiche an, fast jedes Mal, aber es geht so weiter leider in diese Corona-Krise. Wir beten zusammen, jeden Tag, wenn du es noch nicht gewusst hast. Wir beten jeden Tag 14 Uhr bis 14:15 Uhr. Nur eine Viertelstunde, nur ganz kurz, stille Zeit, nach dem Essen, vor dem Essen, kurze Zeit, 14 bis 14:15 Uhr. Und jeden Tag 20:20 Uhr, wie das Jahr 2020, 20:20 Uhr bis 20:35 Uhr, beten wir am Abend, auch nach dem Essen, vor dem Essen. If you would like to pray together with us every day, then take time to pray every day. From 2 o'clock to 2:15, only a quarter of an hour, only 15 minutes. From 8 in the evening, 8:20 to 8:35. Pray with us every day for all of these needs, for your needs, for needs of people with the coronavirus. Am Dienstagabend beten wir zusammen auf Zoom, 20 Uhr. Wir tauschen die Gebetsanliegen aus, 20:20 Uhr. Dann beten wir gemeinsam in Zoom, 20:40 Uhr. Dann geht es weiter mit Bibelkreis. Wir lesen zusammen, haben jetzt die Thessaloniker-Briefe gelesen. Wir lesen jetzt weiter den Kolosserbrief zu Ende, Kolosser 4 diese Woche. Join us every week on Tuesday for prayer and Bible study on Zoom. If you don't know what Zoom is, then just let us know. We'll send you an email. You can be on Zoom as well. Starting at 8 o'clock in the evening, 8:20, then we begin praying, and then at 8:40 we begin Bible study in Colossians chapter 4. So join us for Bible study, not here, but in the Zoom room. Mittwoch gibt es weiter so Andacht auf Englisch. Wir haben Viertelstunde eine Andachtzeit, eine Kurzpredigt, auch kurz Bibelstudium, dann Viertelstunde ab 20 Uhr mittwochs abends, alles in Englisch. Every Wednesday night, all in English. At 8 o'clock, join us for our YouTube devotional, about 15 minutes Bible study, short devotion. So join us every Wednesday. Freitagabend geht es weiter mit Gebetstreffen auf Zoom. 20 Uhr, 20:20 beginnen wir mit Gebet. Nächsten Sonntag, so Gott will und wir leben, sind wir auch wieder hier in der Moorstraße 26, aber auch mit live in YouTube, dabei mit Livestreaming, auch mit immer noch begrenzte Besucherzahl und Einschränkungen. Wir hoffen, dass bald wieder etwas aufgelockert wird, dass wir wieder alle zusammen uns treffen dürfen. Aber wir bitten euch alle online euch zu melden oder per E-Mail. Next Sunday, God willing, we'll all be here, the Lord willing, at 10:15 in the morning, but also with the masks and hand washing, etc. Join us though on live streaming if you can't be here with us present. Join us on our YouTube channel. We have a limited number of people that we can take and have here in the service present.
We have some registration. We ask for your registrations online or via email if you'd like to come. That will help us seat you here. This is like seating people on an airplane. They ask you to reserve a seat in advance, so we're asking you to do the same so we can better situate you so that you will be protected and keep your distance. Wenn ihr auch Gott durch Spenden loben und danken möchtet, dürft ihr auch Spenden hier oder auch in den blauen Box da Eingang reintun einfach oder das mit Überweisen auch tun. Wir geben euch gerne Kontoinformationen heraus. If you would like to praise God with an offering, you can do that by putting it right over there at that blue box at the door as you leave, or you can also do it through via bank transfer. Just contact us. We'll give you the bank details for the church's bank account, so let us know. Es gibt noch Grüße zu sagen. Grüße aus aller Welt. Grüße aus greetings from all over the world to people who are greeting us through YouTube. So we greet you. Wir grüßen euch aus Taiwan. Wir grüßen euch aus Hongkong. Wir grüßen euch aus den USA. Verschiedene Bundesstaaten, dort Texas und andere Bundesstaaten. Wir grüßen euch aus Kanada. Wir grüßen euch aus Mexiko. Wir grüßen euch aus Indien. Grüßen euch aus Australien und grüßen euch sogar aus Afrika, aus Botswana. Wir sagen Grüße. Wir sagen Grüße aus Tübingen und Reutlingen und Rottenburg und Karlsruhe und auch Grüße aus Lörrach, Grüße aus Bonn, Grüße aus verschiedenen anderen Möglichkeiten. Wir grüßen euch alle aus den Niederlanden. We greet all of you. Und wir hören noch zum Schluss ein Lobpreislied. Das Lied heißt, das ist ein Lied, das wir alle kennen auf Deutsch. Seid fröhlich in der Hoffnung. In Deutsch. Sei fröhlich in der Hoffnung, bereich in der Welt, statt ab in der Welt.
Apostels Paulus, 1. Thessaloniker 5, Vers 23 und 24. Gott aber, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein heiliges Volk und bewahre euch völlig unversehrt, fehlerlos an Geist, Seele und Leib für den Tag, an dem Jesus Christus, unser Herr, kommt. Gott ist treu, der euch berufen hat. Er wird es auch vollenden. Words of blessing and encouragement from the Apostle Paul's first letter to the Thessalonians, chapter 5, verses 23 and 24. And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray, God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Faithful is he who calls you, who also will do it. Amen. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Sonntag, auch gesegnete Woche, auf Gottes Kraft und Gesundheit, viel Gesundheit in diese neue Woche. Bleibt alle gesund, dass wir uns allen bald wieder sehen, entweder im Zoom oder im YouTube oder nächsten Sonntag YouTube oder hier im Gottesdienst. Wir sagen alle Leute jetzt in YouTube, Gottes Segen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.